Der Duft ist total schwul. Düfte können eher nicht schwul sein, weil Düfte sind nicht männlich und stehen auch nicht auf andere Männer. Nichtsdestotrotz, hier sind Düfte, die wirklich richtig schwul sind. Der Pride Month ist zwar vorbei, aber jeder Monat ist Pride Monat. Dementsprechend heute nur richtig schwule Düfte. Und das im allerbesten Sinn. Hi, ich bin Richie. Ihr seid hier bei Riot Sense. Wenn euch so etwas außergewöhnliche Düfte interessieren und ja, ihr auch vor solchen Themen nicht zurückschreckt, seid ihr bei mir genau an der richtigen Adresse. Schwul ist nämlich einfach kein Schimpfwort. Schwul kann auch einfach kein Gegenstand sein, aber ich hatte einfach irgendwie richtig Bock auf genau dieses Thema. Starten wir einfach mal rein mit quasi historischen Liebesgeschichten und warum diese Düfte so schwul sind. Den Anfang macht vor allen Dingen historisch gesehen ein Duft, und zwar, wie man auch immer das auf Französisch aussprechen soll, die Nacht der 300. Inspiriert ist der Duft von der Heiligen Schar. Das ist eine Eliteeinheit des römischen Militärs gewesen, die aus 150 homosexuellen männlichen Liebespaaren bestand. Die Idee dahinter war, man verteidigt, man kämpft bis aufs Blut, wenn man seinen Lieben direkt verteidigen muss. Und diese Eliteeinheit war jahrzehntelang ungeschlagen und absolut gefürchtet. Ja, davon hat sich Hellenist inspirieren lassen und hat einen Duft kreiert. Und der ist sehr musky, sehr clean, pudrig, Lavendel, musky, bisschen, also er ist schon irgendwie maskulin, aber er ist super clean, pudrig, musky, absolut modern umgesetzt. Du riechst definitiv eine Synthetik mit raus. Das möchte ich hier auch gar nicht verneinen oder was auch immer. Aber der Duft wirklich absolut easy für jeden Tag, nicht zu viel. Und gerade mit diesem Hintergrund, dass es sich auf die Heilige Schar bezieht, ist einfach irgendwie cool und gerade gefühlt in der heutigen Gesellschaft wieder ein Thema, ja, da können wir mal ruhig ein bisschen mehr Awareness für schaffen. Weiter geht's, auch sehr antik, und zwar mit Kaiser Hadrian und seiner großen Liebe Antinius. Und da habe ich direkt zwei Düfte mitgebracht, weil das hat schon viele Menschen lange bewegt. Kurze Backstory zu der Love Story vielleicht. Kaiser Antinius hatte einen Jüngling und in den war er absolut fanat. Es ist geschichtlich wohl auch absolut bewiesen, dass sie wirklich ein Verhältnis miteinander hatten und eine Liebesbeziehung. Und dann ist dieser Antinius irgendwann auf einer Reise in Ägypten im Nil ertrunken und daraufhin hat Kaiser Hadrian an der Stelle erstmal eine Stadt aus dem Boden gestampft, Antiniopolis, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, was eine super reiche, großartige Stadt wurde. Zusätzlich hat er einen Kult um ihn heraufbeschworen, der überall gefeiert wurde, weil er so wunderschön war. Es wurde ganz viel Kunst hergestellt. Im ganzen Reich wurden Statuen von Antinius aufgestellt. Also der war richtig obsessed, und das ist eine Love Story, die hat mehrere Firmen halt zu einem Duft inspiriert. Unter anderem Anti, die ja sowas machen wie geschichtliche Zeiten nehmen und daraufhin einen Duft kreieren, der davon inspiriert ist. Und sie haben halt auch den Duft Antinius. Und dieser Duft riecht nach salziger Haut, bisschen schwitzig, ein bisschen Kreuzkümmel. Er ist sehr intim, er strahlt nicht so ab. Und ich finde ihn wirklich sehr besonders. Ich finde ihn sehr toll. Der funktioniert großartig im Sommer, weil er eben nicht so strahlt. Wenn du das Gefühl hast, dass Kreuzkümmel bei dir komplett schwitzig rüberkommt, wird das wahrscheinlich kein Duft für dich sein. Wenn du Kreuzkümmel aber total anziehend und menschlich und sinnlich findest, ist das definitiv ein Duft, den du dir mal unbedingt angucken solltest. In eine ähnliche Richtung geht auch Po von Akist, ebenfalls von der Love Story von Kaiser Hadrian und Antinius inspiriert. Ist es einfach ein sehr naher Duft, wobei er deutlich stärker ist und mehr strahlt als der Antinius von Anti. Po bedeutet Haut und genauso riecht er. Ich finde, dieser Duft riecht, als ob du
nackt am nächsten Morgen neben der Person aufwachst, die du liebst. Also es ist ein sehr sinnlicher, aber auch intimer Duft, aber der hat Power, der strahlt. Ich habe einem Freund mal eine Abfüllung gegeben, der fand ihn ziemlich animalisch. Ich finde den jetzt gar nicht so krass animalisch. Er hat vielleicht halt wirklich was von dieser schwitzigen Note. Was man bei ihm auf gar keinen Fall unterschätzen darf, ist, wie krass potent er ist. Also der hat wirklich Power hinten dran. Gerade für so einen musky, cleanen, sinnlichen Duft, vielleicht auch schon beinahe zu stark, ist auf jeden Fall aber eine hervorragend tolle Inspiration und einfach auch ein geiler Duft, den man, wenn man denn drauf steht, sehr gut tragen kann. Im heutigen Video habe ich 13 Düfte, die für mich so ein bisschen schwul sind. Wir gehen mal von der Romantik mehr über ins Fleischliche und da gibt es Düfte, die das auch sehr hervorragend gut abbilden. Da wird es demnächst auch nochmal ein Markenporträt zu geben, die Firma Malou aus Frankreich, die sich darauf beruft, Körper, Sinnlichkeit und Sexualität in Düfte zu packen und das schaffen sie enorm gut. Einer der Düfte, wo ich sofort hier dran denken musste an das Thema, ist einfach Ambilux, der für mich wirklich riecht wie ein gewaschener, haariger Männerarsch. Da dürften einige Leute jetzt absolut raus sein. Ich finde den schön. Tut mit dieser Information, was ihr wollt. Er ist auf jeden Fall sehr wieder kreuzkümmellastig. Das ist so ein bisschen, was sich hier durchziehen wird, auch durch das ganze Video. Ich stehe da halt nur mal drauf, da musst du jetzt halt einfach im Zweifelsfall durch. Er ist aber ein sehr intimer Duft. Also er strahlt nicht so krass aus und er ist irgendwie ein Skinscent in dirty, aber auch sauber. Wunderbares Zwischenspiel zwischen eben diesem dreckigen, sinnlichen und doch auch clean und gewaschenen. Und der hat irgendwie sowas Flauschiges an sich. Ja, deswegen musste der Duft hier auf jeden Fall ganz dringend in die Liste. Wenn du Malou schon kennst, was dein Favorit? Weil der nächste Duft, auch von Malou, weil der ist, glaube ich, der tragbarste von den ersten 4 Düften, und zwar Copalium. Ich finde, Copalium riecht ein bisschen wie so ein Leather Daddy in so einem Lederharnis und ja, finde, das beschreibt das ganz gut. Der ist maskulin, der ist aufgeräumt, der ist auf eine ganz zarte Art und Weise dieses menschlich-animalische, aber super tragbar. Du hast hier wirklich noch ein angenehmes Leder mit garantiert veganem Bibergeil gearbeitet. Sehr schön. Ein bisschen edgier und dennoch super gut tragbar und ja, daher definitiv hier in der Liste. Und wenn was nach Leather Daddy riecht, dann gehört das hier hin. Das ist allgemein, glaube ich, jetzt einfach mal so eine Kategorie, die wir hier aufmachen, weil damit machen wir nämlich direkt weiter. Und zwar Queer von Eau de Bougie. Über die habe ich schon mal eine Haustour gemacht und der riecht wirklich leicht maskulin, leicht würzig, mit einer tollen Ledernote. Der wurde mal beschrieben von einem Bekannten von mir als ein Leather Daddy in a Bottle. Und ja, ich glaube, das kann man so ganz gut unterschreiben. Wenn jetzt irgendjemand sagt, wo ist Tom of Finland von Ado, die haben rebrandet und sind jetzt Clean Suede und den wollte ich dann jetzt eigentlich keine Bühne dafür geben. Wer Leather Daddies möchte, findet das im Corpalium, im Queer und im Spank von Opus Oil. Das ist eine total wilde Marke. Also die Flakons, ja, hässlich. Also anders kann ich es nicht sagen, aber der ist wirklich einfach funny. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich tragen würde, aber so für die Experience ist das definitiv ein krasser Duft, weil der nämlich wirklich dieses Leder-Latex-Thema total gut auffasst. Mit Schweiß, mit so ein bisschen Cruising-Bar-Atmosphäre. Absolutes Nischenpotenzial und Nischpublikum und super spezifisch. Das wird für die meisten Leute nichts sein. Dennoch gehört es definitiv hier in dieses Video rein, weil, ja, darum geht es ja hier. Genau in dieser sexuell aufgeladenen Atmosphäre findet auch Deux Trois, die neue Marke von Prince, statt. Die wird erst im Herbst rauskommen. Ich konnte die Düfte aber schon in Mailand riechen und da ist ein Duft dabei, der heißt
come on. Menschen könnten jetzt wissen, worum es eigentlich in diesem Duft geht. Und zwar hat Brynn den Duft als solches beschrieben: 2 Tage alte Unterwäsche mit einer gewissen Körperflüssigkeit eines Mannes darauf. So, das war die Inspiration hinter diesem Duft. Das Lustige ist, dass dieser Duft total die Gemüter gespalten hat, weil es gab Leute, die den super ekelhaft fanden, so Sécrétion magnifique, sombre, was auch immer mäßig. Und ich und noch ein paar andere, wir fanden den erstens gar nicht so animalisch, eher clean und allgemein eher so einen doch schon angenehmen Duft. Also ich habe da jetzt keine 2 Tage alte Unterwäsche gerochen. Wenn meine Unterwäsche nach 2 Tagen so riechen würde, würde ich die auch 2 Tage tragen. Tut sie nicht, dementsprechend ja, aber so als Pseudo-Fetisch eingebaut in dem Duft, super spannend, super cool. Ich mag die Arbeit von Brynn im Allgemeinen. In gerade dieser Linie wird es noch ein paar weitere herausfordernde und durchaus interessante Düfte geben. Aber ja, den wollte ich jetzt hier euch nicht vorenthalten, dass es diesen Duft geben wird. Und wer denkt, das klingt eigentlich ganz spannend, der sollte da vielleicht dann mal die Augen drauf aufhalten. Dann machen wir hier eine tragische Pause, und zwar die unwahrscheinlich tolle Brand Damfool Perfumes aus China, die ich sehr schätze, die ich sehr liebe. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, weil ich jetzt hier irgendwo verlinken werde. Die hat einen Duft. Die Review ist übrigens auf Englisch, also nicht wundern. Die hat einen Duft, der heißt Hidden Peacock, und Damfool verbindet sehr krasse Geschichten und er hat Kurzgeschichten zu den einzelnen Düften geschrieben. Und dieser Duft beschreibt das Leben eines jungen Mannes. Sehr zwischen den Zeilen lässt sich herauslesen, dass dieser junge Mann sich nicht so glücklich mit seinem Geschlecht fühlt und nach versucht, dieses durch seine Optik und durch seine Gestik und wie er sich gibt und was er für Düfte trägt, das immer weiter in das zumindest mal Neutrale zu schieben. Und da ist genau dieser Duft auch verortet. Er ist super. Er hat so ein paar maskuline Anklänge, hat aber auch eine wunderbar weiche, pudrige, blumige Basis mit Iris und verschiedenen anderen sehr, sehr schön gearbeiteten Blumen. Die Geschichte endet damit, dass der junge Mann sich das Leben nimmt und man eine Notiz dann von ihm findet, die seinen Selbstmord quasi erklärt. Super traurig. Realität leider immer noch in der queeren Community. Gerade wenn es um Transidentitäten geht, ist es halt leider einfach immer noch ein Ding. Und da finde ich es richtig spannend, dass eine chinesische Marke das, wo das in deren Kultur doch noch sehr tabuisiert ist, das zum Thema und zur Inspiration eines Duftes nimmt. Und der Duft ist einfach wunderschön, auch wenn die Story dahinter super tragisch und traurig ist. Aber der Duft einfach fabelhaft und ja, liebe ich. Absolute Empfehlung, diesen Duft unbedingt mal riechen. Gerade wenn du so ein bisschen auf so zart floral, pudrige Düfte stehst, die aber nicht langweilig sind, sondern die ein bisschen mehr Geschichte erzählen. Unfassbar tolles Teil. Und gehen wir dann von dieser Traurigkeit vielleicht ein bisschen mehr in die Partygesellschaft. Das ist Bianca Del Rio und wir reden jetzt über Drag Queens. Es gibt Düfte, die sind von Drag Queens inspiriert. Und zwar mehr als nur ein. Die größte Drag-Ikone aller Zeiten bis in die heutige Zeit wird wohl einfach Divine sein. Aus einem sehr abstrusen Film. Ja, Leute, die es kennen, werden es kennen. Leute, die es nicht kennen, denken sich wahrscheinlich, über was redet er. Auf jeden Fall hat Sarah Baker einen Duft gemacht von Miguel Matos zu Ehren eben von Divine. Und dieser Duft ist genauso durch und genauso verrückt und speziell wie Divine selbst. Es ist inspiriert an der
Bühnenpersönlichkeit in einem speziellen Film. Der Duft hat Banane und er hat jede Menge wahrscheinlich künstliches Civet. Also der riecht halt wirklich ein bisschen sehr stark nach Fäkalien und Banane. Ich könnte den nicht tragen. Um ihn mal gerochen zu haben, spannend. Ich brauche den nicht. Es gibt Leute, die den super geil finden. Meins ist es persönlich jetzt nicht. Aber in dieser Liste, da gehört er einfach rein. In diesem wunderbaren Thema der Drag Queens gibt es noch 2 Düfte von OSM. Und zwar hat der liebe Kyle 2 Düfte mit Drag Queens erarbeitet. Einmal den Hera zusammen mit Jinx Monsoon, die ich persönlich sehr liebe und sehr großartig finde. Aber über den wollen wir heute gar nicht reden. Der ist nur so Honorable Mentions. Sondern wir reden heute über Diva Behavior, der zusammen mit Manila Luzon gemacht wurde. Und das ist einfach ein richtig geil, opulenter Weißblüherduft. Super krass, super feminin, schon wirklich überzeichnet feminin und das auf so eine spaßige, coole Art und Weise, dass man den gerade als Mann wieder auf eine sehr coole Art und Weise tragen kann, wenn man denn eben entsprechend das Selbstbewusstsein hat, dass man sich da hinstellen kann oder hinsetzen kann mit eben so einem Weißblüherkracher. Der ist opulent, der ist schon fast indolisch. Du hast hier Jasmin, du hast hier Pfingstrose, du hast Lindenblüten, du hast Rosa. Also der ist wirklich sehr, sehr floral und wirklich in your face und dicht und schon so ein bisschen 80er Jahre Dallas, Puffärmel. Also super krass und dramatisch, aber ich finde den einfach unwahrscheinlich geil umgesetzt. OSM wird es hoffentlich sehr bald in Europa zu erwerben geben. Vermutlich in den Niederlanden, weil dem lieben Filigree in Shadow Inhaber, der seine Marke wahrscheinlich jetzt auch wieder aufbauen wird. Die Parfümerie wird auch irgendwie heißen. Ich werde es jetzt hier irgendwo verlinken und vielleicht auch einen Screenshot von der Instagram-Seite machen, wer da Interesse hat. Macht demnächst auf, sagt dem, wenn ihr in Amsterdam seid, schaut doch mal bei James vorbei. Der wird eine sehr coole Auswahl haben. Und vielleicht kommt Filigree Shadow ja dann auch endlich in Europa wieder zum Leben. Und wenn das mal nicht die Überleitung des Jahrhunderts war. Beim Editing ist mir natürlich gerade aufgefallen, dass ich natürlich auch noch einen Duft vergessen habe. Und zwar den Queer de Russie von Nose Republic. Das ist eine Brand, die auf Parfumo steht, dass sie in Russland sitzt. Die hat auch eine russische Inhaberin quasi. Die Marke sitzt, soweit ich weiß, aber in Schweden. Und daher ist halt das auch irgendwie eine Signifikanz, dass sie als Protestbewegung einen Duft gemacht hat, der Queer de Russie heißt. Er soll die Vielfältigkeit auch der russischen LGBTQIA-Szene irgendwie einfangen und das trotz diesem Propagandaverbot, wie es ja immer heißt. Das ist ein wirklich hervorragender Duft. Ich finde, der riecht so ein bisschen wie ein Ginger Ale mit Früchten, gerade im Opening, und dann wird der immer ledriger, aber dieses Ginger Ale, dieser richtig geile Ingwer, der bleibt einfach da und der hat mich absolut positiv überrascht. Richtig, richtig cooler Duft. Jeder, der auf Ingwer steht und es auch ein bisschen ausgefallener und ein bisschen besonderer haben möchte, der sollte sich Queer de Russie auf jeden Fall mal angucken. Egal, ob man damit jetzt da was unterstützen möchte oder nicht. Aber gerade in dem Zusammenhang finde ich den Duft einfach absolut genial und verdient viel mehr Aufmerksamkeit. Auch zu dieser Brand wird es früher oder später hier nochmal einen Markenporträt auf der Webseite geben. Und dann kann ich dir vielleicht auch ein bisschen mehr dazu sagen, wo die eigentlich herkommen und wo die eigentlich sitzen und was das damit zu tun hat. Aber ja, das fand ich einfach cool. Dementsprechend hier in diesem Video. Weil der letzte Duft ist eben von Filigree Shadow. Filigree Shadow hat sich darauf spezialisiert, Düfte zu machen ohne Alkohol. Das heißt, die sind alle irgendwie auf Wasserbasis und alkoholfrei. Das ist eine Sache, die man können muss und die man auch wollen muss. Die Sachen haben nämlich trotz allem, obwohl sie nicht den Alkohol als Trägerstoff haben, eine erstaunliche Sillage. Also die strahlen tatsächlich relativ gut ab. Ich frage mich immer noch, wie er das hingekriegt hat, weil das ist ja was andere Leute mit wasserbasierten Düften nicht so richtig gut hingekriegt haben. Als sie es letztes Jahr oder vorletztes Jahr kam mal dieser Trend auf und es probiert haben. Filigree Shadow macht es aber ziemlich cool
Und da gibt es einen Duft, der ist Punkrock und einfach Pride March und Equality Fight und was auch immer in a Bottle. Und das ist Maggie's Last Party, inspiriert von dem letzten Atemzug quasi von Margaret Thatcher, die ja einfach ein super krass konservatives Weltbild auf Großbritannien gezwungen hat. Und es ist quasi, der Duft soll riechen wie der Morgen nach der Party, wo sie abgewählt wurde. Wo Margaret Thatcher abgewählt wurde. Sie war zwar die erste Frau in so einem hohen Amt, aber war halt super konservativ und hat gerade für die LGBTQ-Bewegung sehr, sehr viele Probleme bedeutet. Und dieser Duft ist inspiriert eben von dieser Party am nächsten Morgen, als das alles vorbei war endlich und man die Witch endlich losgeworden ist. Und der Duft riecht nach braunem, mit Poppers und Alkohol getränkten Teppich. Der riecht nach Unterhosen, die auf diesem Teppich liegen. Der riecht ein bisschen schwitzig. Der riecht wild. Der riecht nach einer ausgelassenen Party. Es ist ganz schwierig zu beschreiben, aber der Duft ist wirklich, wirklich außergewöhnlich und besonders und der macht was mit dir. Also der erzählt wirklich eine Geschichte, die du so durchriechen kannst. Und das bei einem alkoholfreien Duft ist dann halt nochmal eine andere Kunst für sich. Poppers, Latex, Stoff, Leder, Tabak. Ja, der riecht wie in so einer Mid-Century Modern Villa mit so, die so ein bisschen 70er-Jahre-Vibe hat und einfach, wo es letzte Nacht richtig rund ging. Großartiger Duft, großartige Bildsprache. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn nicht, tut es mir leid, du musstest es dir ja auch nicht bis zum Ende angucken. Also da zwingt dich ja niemand für.